Ja, ich bin's wieder, euer Giovanni, und ich möchte in dem Video wieder um das altübliche Thema sprechen, Gewichtsverlust. Wie man Gewicht gut verlieren kann, welche Dinge man da beachten sollte oder muss auf jeden Fall, um einfach die Ziele, die man hat, weiter zu erreichen. Ich möchte mit dem Video euch nochmal den einen oder anderen Tipp hinzufügen. Ich habe ja auf dem Kanal schon das eine oder andere Video gemacht bezüglich Gewichtsverlust, wie ihr abnehmen könnt, was ihr bedenken müsst, welche Diätformen man nutzen kann und. Trotzdem ist es so, dass es immer wieder Anfragen gibt, ja, oder Fragen gibt, ja, bezüglich dieses Themas Abnehmen, und ich möchte mit dem Video die ein oder andere Frage eventuell damit beantworten oder euch die einen oder anderen Tipp nochmal hinzufügen, damit ihr da eure Ziele erreichen könnt. Das erste, was ihr machen solltet, ja, das ist auch das Tipp Nummer 1, ist natürlich, dass ihr ein Ernährungstagebuch führen. Ja. In der Regel ist es so, dass die meisten gar nicht den Überblick haben über das, was die am Tag oder auch in der Woche essen. Oft ist es so, wenn ich mit Leuten spreche, die mir dann diese Probleme erzählen, können die mir auf den Stehgriff gar nicht erklären oder gar nicht sagen, wie so ihr Ernährungsprofil aussieht, was sie am Tag zu sich nehmen. Ja. Das heißt, sie brauchen da teilweise dann schon entweder einen ganzen Tag, um zu überlegen, was sie die letzten Tage gegessen haben, oder müssen erstmal das aufschreiben, was sie aktuell gerade essen, um das dann im Endeffekt mir dann zu sagen. Ja, das heißt, das ist ein wichtiger Aspekt, um zu überlegen, was man da isst. Am einfachsten und wo ich persönlich auch die meisten Erfolge hatte und auch habe, ja, das heißt für meine Leute, die ich betreue oder auch Kunden in dem Sinne oder auch ich, ja, was ich nutze, ist natürlich die App MyFitnessPal. Da könnt ihr sehr viele Produkte einfach per Barcode einscannen und direkt schauen, ja, wie viel ihr davon nimmt, ja, Gramm oder Milliliter oder so oder Anzahl, ja, und da wird sofort angezeigt zum Beispiel, was ihr dann da an Kalorien habt, ja, für die Portion. Ja. Und dann kann man da auch ganz einfach, ganz simpel ein Tagebuch führen, indem ihr einfach nur noch die Produkte abscannen müsst, die Menge eingeben müsst, und dementsprechend ist das auch möglich, das dann auch zu schicken. So habt ihr auf jeden Fall für den Tag oder auch für die Woche einen Überblick und könnt genau sehen, wie hoch die Mengen sind, die ihr dann nimmt. Und dann kann man auch sehen, wo das Hauptproblem manchmal liegt, ja, warum man dann so viele Kalorien nimmt, weil es oft sind es versteckte Kalorien, die man dazu nimmt, wo man nicht denkt, dass es vielleicht wichtig ist, aber dann im Endeffekt doch wichtig sein kann. Dann ist es natürlich so, dass man grundsätzlich, ja, wenn man abnehmen möchte, natürlich weniger Kalorien, ja, zu sich nehmen sollte, als man verbraucht. Das heißt, es gibt natürlich einen generellen Verbrauch, den der Körper hat, wenn er aktiv ist. Das heißt, wenn ich jetzt arbeiten gehe und habe eine berufliche Tätigkeit, als zum Beispiel Bürokaufmann, oder ich bin auf dem Bau, ja, am Arbeiten, ja, handwerklich, da sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, beide Personen haben einen ganz anderen Tagesverbrauch an Energie. Ja. So. Das ist natürlich ganz wichtig, weil je nachdem, wenn ich im Büro arbeite, ja, esse ich dementsprechend vielleicht weniger oder auch mehr, das hängt davon ab, ja, aber verbrauche auch dementsprechend weniger Kalorien. Wenn ich auf dem Bau arbeite, kann es sein, dass ich dann noch mehr esse, ja, weil ich ja noch körperlicher arbeite, als ich vielleicht auch müsste. Das heißt, ich habe da dementsprechend auch wieder keinen Ausgleich und auch da wieder eine Möglichkeit, wo ich wieder eventuell wieder zunehmen kann. Grundsätzlich ist es aber so, dass man schauen muss, dass man auf jeden Fall weniger Kalorien zu sich nimmt, als man aufnimmt. Und das kann man mit zwei verschiedenen Möglichkeiten, kann man das natürlich steuern. Das heißt, einmal ist die Möglichkeit gegeben, dass man entweder Sport betreibt, ja, und die Menge beibehält, dann aber den Sport dementsprechend hinzufügt. Das heißt, man macht da täglich Sport, eine Stunde oder eine halbe Stunde oder 1,5 Stunden. Ja. Oder die andere Möglichkeit wäre, weniger zu essen. Das sind zwei Paar Schuhe. Das heißt, man isst entweder weniger, grundsätzlich, ja, das heißt, man hat einen wenigen Zufuhr von Kalorien, ja, oder man macht dementsprechend eine Aktivität. Ja. Sonst kann man nicht abnehmen. Bei der Aktivität hat man wieder mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder eine Aktivität wählen, indem man zum Beispiel ein moderates Lauftraining macht. Ja, man geht moderat laufen oder man fährt Fahrrad oder alle Dinge.
Ganz wichtig ist dabei natürlich auch, wir wollen direkt in dem Bereich Fettverbrennung sein. Das heißt, wir müssen da in einem moderaten Bereich arbeiten. Also kein hohes, intensives Training oder Laufen oder Radfahren, sondern eher locker. Dafür muss aber die Dauer höher sein. Das heißt, ich habe eine niedrige Belastung, ja, und dafür aber eine höhere Zeit, wie ich diese Belastung durchgehen muss. Beispiel, ich laufe einen Pulswert von 145, 140, 150 in dem Bereich, 150 schon zu viel, aber 140 ungefähr, ja, und dafür aber dann 30 Minuten. Ja. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Das andere ist aber auch, ich mache Kraftsport. Das heißt, ich gehe in ein Fitnessstudio und trainiere meine Muskulatur. Ich kräftige die Muskulatur und gebe der Muskulatur dementsprechend auch ein Volumen. Das heißt, ich werde dann muskulöser. Der Vorteil an der Geschichte ist natürlich, dass mehr Muskelmasse mehr Kalorien verbraucht. Das ist ganz wichtig, ja. Jetzt kann man natürlich beide Sachen auch kombinieren. Auf der einen Seite kann man hingehen, dass man ein moderates Lauftraining absolviert. Oder man kann hingehen und man macht dann dazu noch ein Muskelaufbautraining. Oder generell ein Muskeltraining in dem Sinne. Ja? So. Und dann hat man auch da wieder eine Möglichkeit, wieder Kalorien zu verbrennen. So. Das sind so zwei Sachen natürlich, die entscheidend sein können. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt und das ist natürlich die Ernährung. Ja? Und da sprechen wir von der Ernährungszusammensetzung, das heißt, was esse ich? Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja? Weil was ich esse, ist auch entscheidend, ob ich jetzt davon dicker werde oder nicht. Ja? Es gibt dementsprechend verschiedene Möglichkeiten, das heißt, wenn ich natürlich viele Produkte esse, die zuckerhaltig sind. Und zuckerhaltig heißt nicht nur Süßigkeiten, sondern auch zum Beispiel viele Produkte mit Weißbrot. Es fängt an beim Döner, es geht über den Hamburger, ja, Weißbrot generell, Brötchen, all diese Geschichten. Ja. Also alle Sachen, die relativ stark mit Zucker sind, also schnelle Kohlenhydrate in dem Sinne, ja, wo der Insulinspiegel sehr schnell hochgeht, ja, sind natürlich für den Körper negativ. Ja, da sprechen wir eben von diesen ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Da gehört auch natürlich dazu Reis zum Beispiel, ja, ist dazu Nudeln in gewisser Weise auch, ja, aber nicht zu 100%ig, ja, weil da ist der Insulinspiegel wieder ein bisschen anders. Aber generell ist es so, dass es am besten ist, wenn die meisten Dinge, die wir dann essen, ja, aus einem vollen Korn, also aus einem Vollkornprodukt bestehen. Das heißt, wenn ich ein Vollkornbrot esse zu 100%, wenn ich Vollkornreis zu mir nehme, Vollkornnudeln, ja, normale Kartoffeln sind auch nicht schlecht. Wenn ich damit arbeite, ja, habe ich dementsprechend auch einen niedrigen Insulinwert, den ich erhalte, weil der Peak nicht so nicht so schnell ansteigt wie bei dem Weißbrot oder auch bei normalen Reis oder auch normalen Nudeln oder so, ja. Und das ist der Punkt auch, warum dann, ja, man wieder dick wird, weil durch die ganzen Produkte mit so einem hohen Insulinwert, ja, oder wo der Insulinwert so schnell ansteigt, ja, habe ich natürlich schnell wieder Hunger. Die meisten kennen das, die essen sich einen Hamburger beim bekannten Restaurant, Schnellimbiss-Restaurant, ja, und davon kann man dann 2, 3 essen. Dann ist keine Stunde vorbei und man hat wieder Hunger und man kann wieder davon essen. Ja, so. Das ist das Problem, was entsteht, weil die Basis von dem Produkt gar nicht so hoch ist. Ja. Dann folgen dazu natürlich auch wieder Softdrinks, ja, also zuckerhaltige Getränke, ja, die dann auch wieder das Übrige hinzufügen. Also die ganze Geschichte ist irgendwo auch eine Sache. Und das sind so Dinge, die eben auch im normalen Alltag passieren. Der eine trinkt dann eben keine Softdrinks, sondern trinkt dann eben O-Saft, ja, aus der Dose, ja, wo auch wieder Zucker drin ist. Also das ist nur eine Sache, man muss da ein bisschen darauf aufpassen mit den ganzen zuckerhaltigen Sachen. Deswegen muss man gucken, dass die Ernährung, ja, schon eher in den Bereich reingeht, wo man sagt, es ist nahrhaft, ja, und vollwertig. Und dann ist es so, dass man natürlich viele Dinge in dem Bereich vollkommen zu sich nehmen kann. Die halten erstens viel länger satt, ja, aufgrund dessen, weil sie eben im Körper länger verarbeitet werden müssen. Weil das Korn erst natürlich komplett verarbeitet wird, ja, und dadurch, wie gesagt, dauert es länger. Es braucht länger, um die Inhaltsstoffe in den Korn herauszuholen, und deswegen ist man auch da in dem Bereich, ja, schneller satt. So,
Dann ist der andere Aspekt und der vierte Punkt, sag ich mal so, auch der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, wann ich zum Beispiel esse. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten. Man kann natürlich durchgehend natürlich essen, ist natürlich nicht gesund, ja, weil dann auch da die Kontrolle wieder fehlt. Es gibt verschiedene Varianten und Möglichkeiten, das zu machen. Ich persönlich habe das auch oder mache es auch aktuell immer noch, ja, eher unbewusst, ja, weil es einfach so reingekommen ist mittlerweile, ja, 16:8, ja, Intervallfasten. Ja, das heißt in dem Sinne, ich esse 16 Stunden nichts und esse 8 Stunden. Natürlich ist auch da wichtig, dass man in diesen 8 Stunden die normale Kalorienzufuhr, die ich benötige, nicht überschreitet. Also ich kann jetzt nicht 8 Stunden lang komplett reinhauen und sagen, das war's, in 16 Stunden mache ich jetzt Fasten. Das geht natürlich nicht. Also die Kalorienzufuhr, die ich für mich persönlich errechnet habe, ja, die ich benötige, um vernünftig und gesund abzunehmen, ja, muss beibehalten werden. Kann aber in den 8 Stunden verteilt natürlich essen. Muss aber auch dann darauf achten, dass ich vollwertige Produkte wieder zu mir nehme. Ja. Ich kann natürlich außerhalb der 16 Stunden, außerhalb der 8 Stunden, kann ich natürlich auch Sachen zu mir nehmen, wie natürlich einen Kaffee trinken ohne Milch, ja, und ohne Zucker. Ja, ich kann natürlich Tee trinken ohne Zucker und auch ohne Milch beispielsweise. Ja. Das heißt, ich habe dann 8 Stunden lang, wo ich esse da vollwertige Produkte auf, dann sind 16 Stunden, wo ich Pause habe. Es ist so, dass ich es zum Beispiel auch so mache und auch, das machen auch viele andere, die ich dazu beraten habe. Ja, es ist für die meisten auch da hingehend auch einfacher, ja, dass sie dann den normalen weiteren Ablauf des Tages ganz normal sich weiter ernähren. Das heißt, sie essen mittags, sie essen auch abends, ja, essen oder verzichten dann aufs Frühstück. Trinken dann morgens früh ihr Kaffee oder ihr Tee, ja, und essen dann erst ab 12 Uhr, ja, und haben dann 8 Stunden lang Zeit zu essen oder essen ab 1 Uhr bis 9, ja, oder von 12 bis 8, das ist egal. Ja. Das ist dann die eine Option. Ja. Das heißt, ich kann 8 Stunden lang essen, verteilt auf den Tag natürlich die Dinge und dann die 16 Stunden nicht. Dann hat der Körper dementsprechend auch gut die Möglichkeit, die Sachen gut zu verwerten. Ja. Es ist da auch wieder so, dass der Stoffwechsel dadurch angeregt wird. Der Abnehmprozess ist dadurch auch wieder positiver. Ja, man kann ein bisschen mehr, ja, abnehmen dadurch, ja, weil man einfach da diese Phasen hat, zum Beispiel nicht diese extremen Hungerphasen hat, wo dann wieder zu viel nach dieser Phase wieder gespeichert wird, sondern eher dann kurze Hungerphasen hat, ja, die stärker abgedeckt werden. So. Das ist eine Option. Das ist jetzt nicht das, wo man sagt, das muss man jetzt immer machen, damit man abnehmen kann, auch ganz normal morgens zum Frühstück. Man muss dann trotzdem schauen, dass man im Endeffekt auf seine Kalorien oder in seinem Kalorienbereich bleibt. Ja. Aber das ist eben eine Option, wo das Ganze, ja, einfacher geht. Das sind so meine 3, 4 Tipps, die ich euch noch mit an die Hand geben kann. Wenn ihr die eine oder andere schon wisst, ist es gut. Ja. Wenn die eine oder andere dann nochmal sagt, okay, das ist eine neue Sache für mich, ist es auch sehr gut. Ja. Dann könnt ihr daraus die Punkte rausziehen, die ihr benötigt und schauen, dass ihr eure Ziele erreicht. Ja? Das hoffe ich euch. Ja? Ich wünsche euch dementsprechend alles Gute, eure Familie auch bezüglich Corona und so. Ich hoffe, dass ihr eure Ziele erreicht, ja? Dass ihr dementsprechend euren Körper, ja, bekommt, den ihr euch wünscht. Ja? Holt euch Informationen, guckt euch immer wieder welche Dinge an. Ja? Seid motiviert, treibt Sport auf jeden Fall, seid aktiv und dann werdet ihr auch eure Ziele erreichen. Ja? Das ist es von mir aus, euer Giovanni, ich wünsche euch alles Gute, bis dann, ciao.